Wie geil wäre das, eine Plattform zu haben, wo alles miteinander verbunden ist. Versteht ihr, was ich meine? Und genau an sowas wurde gearbeitet. Jetzt haltet euch fest, ich bin so aufgeregt, Digga, schau mal meine Hand. Bro, ich bin eigentlich nie aufgeregt, aber meine Hand, die zittert einfach, Bro. So, Friends, wir haben uns heute versammelt. Ich habe ja immer gesagt, ich bin immer ehrlich zu euch und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, der Kanal ist gerade ein bisschen gesperrt, dies, das. Keine Einnahmen, weißt du, was ich meine? Ja, ich fühle mich wie der ein oder andere YouTube-Kollege ohne Einnahmen. Und deshalb gibt es ein Casino-Deal. Aber ihr könnt alle davon... Spaß, Mann, Digga! Spaß natürlich nicht, Digga. Ich bin doch kein Hurensohn. Ist doch alles gut. So, Chat, wir haben heute richtig geile Sachen am Start. Ja, auf jeden Fall 2 Sekunden geglaubt. Deswegen, Chat, ich würde mal sagen, heute wird es ernst. Ich muss mich mal ein bisschen schick machen hier für euch. Ja, der alte Oleg muss wieder am Flieg sein. Und Flieg, du weißt. Digga, weil heute ist ein besonderer Anlass. Heute ist besonderer Anlass. Deswegen ein bisschen schicke gemacht, du. Wenn dieser Anzug sitzt, dann sitzt er richtig. Weißt du, was ich mein? Inspiration ist natürlich Straußi Mausi, weil der Sexy Bre ist natürlich am Start. Ich wollte eigentlich für euch strippen, aber ich bin so aufgeregt, Digga. Schau mal meine Hand. Bro, ich bin eigentlich nie aufgeregt, aber meine Hand, die zittert einfach, Bro. Heute ist ein sehr besonderer Tag. Hatten wir alle schon mal so einen Moment im Leben, wo wir uns gedacht haben, ey, GTA ist was Geiles, aber wie geil wäre es, so eine richtig nice Community zu haben. Scheiß mal jetzt auf Discord, scheiß mal auf Facebook-Gruppe, scheiß mal auf Crew oder ähnliches, sondern so eine Plattform, wo man sich gedacht hat, Alter, einfach da reingehen und man ist direkt vernetzt. So wie damals in der Schule, wenn man Pause hatte, wo man sich den ganzen Tag drauf gefreut hat, Hausaufgaben gemacht hat, aber man hat sich gefreut, die Bres zu sehen. Schüler-VZ damals, ja? Nein, ich meine, scheiß mal auf Discord, so nach dem, nicht auf unseren Discord, Kowalski, nicht falsch verstehen, sondern nur auf eine Plattform bezogen. Wie geil wäre das, eine Plattform zu haben, wo alles miteinander verbunden ist. Versteht ihr, was ich meine? Und genau an sowas wurde gearbeitet. Jetzt haltet euch fest. Digga, ich bin so aufgeregt. Da sind mehrere Stunden, mehrere Tage und Wochen reingeflossen. Also es ist auf jeden Fall ein Projekt von mir, kann man sagen. Der, wo das erfunden hat, hat gesagt, ey Oleg, du bist ein Teil davon. Ich möchte dich haben, weil er mich menschlich einfach geil findet. Kann man so sagen, oder? Kann man so unterschreiben. Ja, deswegen waren wir auch immer im Call und haben dran gearbeitet, aber ich werde euch auch zeigen, an was gearbeitet wurde. Auf jeden Fall hat er gesagt, es gibt zwar Größere auf dieser Welt, aber er braucht jemanden an seiner Seite, der wirklich Herz dafür hat, der damit aufgewachsen ist, genauso wie der. Und einer, der das einfach fühlt. Checkt ihr nicht so Business, wir setzen uns hin, gibt mir Kohle, dann mache ich dies, dann mache ich das. Er hat direkt gesagt von sich aus, wir machen eine GmbH, also das kommt noch, also es entwickelt sich noch, wir wollen sehen, wie das Feedback ist. Wir haben ein sehr gutes Gefühl, wir haben uns sehr viel dabei gedacht und es wird eine Plattform geben, die nicht nur alle vernetzt, sondern auch die größten Vorteile bringt als Community. Versteht ihr, was ich meine? Da sind unter anderem Ideen geplant wie der Last Ride. Last Ride habt ihr schon mal sicherlich mitbekommen. Es ist so ein Traum der Community, wo alle gesagt haben, ey, wie geil wäre das, so ein DLC zu haben, wo sich alle vernetzen, alle versammeln und wir zusammen so ein Event feiern, wo wir durch GTA 5, durch Los Santos durchdüsen, durch die Wüste und an Trevor sein Haus pissen. Wie geil wäre diese Idee, aber wie soll man sich das vorstellen? Die Idee war, dass Rockstar Games das selbst offiziell macht. Aber wir wissen alle, Rockstar Games würde es nicht machen, weil, Bro, wenn es die Idee der Community ist, Rockstar Games würde es auf gar keinen Fall übernehmen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wird es zwar kein Hauptteil jetzt davon werden, aber es ist zum Beispiel eins der vielen Events. Und bei diesen Events wird es auch Turniere geben, Live-Veranstaltungen, also wir planen ganz groß. Aber bevor wir groß reden, möchte ich einfach euch mal zeigen, wie das aussieht, ja? Bitte, ja, noch nicht das Ganze als offiziell sehen. Logo, die Seite wird sich noch, ich schätze mal 70-80% verändern. Aber der Grundstein ist schon mal gelegt, damit man es zeigen kann, ja? In Zukunft werden auch internationale YouTuber dabei sein, hoffentlich. Ja, also das ist das Ziel. In Zukunft national die größten Creator werden wir auch mitschleppen, wenn diese Creator zu uns passen.
Da habe ich natürlich eine sehr, sehr gutes Mitspracherecht. Das war mir ganz wichtig, dass es nicht irgendein Dude mit Anzug kommt, ja, und einfach sagt, ey, du bist das Gesicht davon, du machst ein bisschen Werbung so, kriegst ein bisschen Anteile, fertig. Ich habe direkt gesagt, es geht mir gar nicht ums Geld, sondern es geht mir darum, dass wir was Geiles schaffen. Anfangs ist man vorsichtig, die Gegenseite hat angefangen so, ja, wir teilen das so und so auf. Meine Worte waren direkt, lass uns jetzt nicht über Geld reden, lass uns das Ganze zum Laufen bringen. Die Leute sollen Bock drauf haben, Leute sollen überzeugt sein und was kommt, das kommt. Checkt ihr, was ich meine? Es ist jetzt keine Plattform, wo ihr Battle Pass habt oder ähnliches. Und ich sag euch so, die ersten 100, die sich gleich registrieren, ich will das im Vorfeld sagen, 100 Plätze sind begrenzt. Die machen nicht nur beim Gewinnspiel von GTA 6 Ultimate Edition mit, sondern die bekommen auf jeden Fall staatliche Vorteile. Wir sind am Überlegen, ob die vielleicht auch ein besonderes Icon bekommen, weil wir schätzen, wenn die Seite released wird, dass sie mindestens mit 50.000 Usern starten wird. Also es ist jetzt nicht irgendein Projekt, wo man sich hingesetzt hat und gesagt hat, ey ChatGPT, mach mir eine Seite. Nein, diese Seite wird ganz deep, Chat. Diese Seite ist ganz deep und diese Seite wird von einem Profi gemacht, der es beruflich macht, Seiten zu erstellen, der den Algorithmus von Google kennt, weil er das beruflich macht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und wir kombinieren alles. Wir wollen ein großes Team schaffen. Wenn ihr irgendwelche Vorteile habt, meldet euch gerne, ja. Es kostet gar nichts. Nein, Creamy, es kostet dir gar nichts. Also vielleicht denkt ihr euch, ja Digga, jetzt will er mir was andrehen. Also es wird euch niemals was kosten. Es hat nur Vorteile, als Community da zu sein. Ja, natürlich könnt ihr jetzt euch denken so, Digga, jetzt hat er sich hingesetzt und hat sich bestimmt kaufen lassen. So. Also wenn ihr so denkt, dann kann ich eh nichts ändern. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, also ihr werdet keinen einzigen Cent verlieren. Denkt doch nicht so negativ bitte, sondern denkt doch einfach mal positiv. Also ich habe richtig geiles Gefühl gehabt. Ich dachte so, also die meisten freuen sich auch, aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass jetzt jemand denken könnte, man will was andrehen, ja? Also so ein Forum oder was, ich zeig's euch jetzt, okay? Also Adi hat mir den Link geschickt. Also wie gesagt, absolut kostenlos. Es ist jetzt kein Vertrag, den du da andrehen musst, sondern es ist nur die Warteliste, damit du einer von den 100 bist. Die machen automatisch beim Gewinnspiel Ultimate Edition mit, wie gesagt, und bekommen extra Vorteile, wie zum Beispiel einen Multiplikator, wenn es dann später Punkte gibt. Und mit diesen Punkten kannst du bei Spezialevent mitmachen oder bei Turnieren. Checkt ihr, was ich meine? Aber dazu kommen wir gleich. So. Hier ist die Seite, Chat. Ja, das Logo wird noch angepasst. Also wie gesagt, es ist nur das Nötigste jetzt gemacht. An dem Logo arbeiten wir noch. Ja, die Seite heißt Wanted 6. Wir haben hier, der Pre-Launch ist live. Leonida öffnet bald. Wanted 6 bereitet die nächste fanbasierende Ebene für Crews, Creator, Guides, Map Intel, Challenges und Rewards vor. Sei einer der ersten, bevor die vollständige Plattform launcht. Also im Hintergrund ist die Seite schon am Laufen, aber sie ist nicht fertig. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist nicht nur das, was jetzt existiert, sondern die Seite läuft schon und glaubt mir, es ist einfach ein Kopfzerbrechen, weil da einfach Leute da dran arbeiten, die das einfach richtig geil haben wollen. Ja, ich spoilere jetzt eine Sache. Lace mit seiner Map ist auch mit vertreten. Und sobald Challenges kommen werden, das müssen wir noch mit Lace besprechen, werdet ihr zum Beispiel einfach hier draufklicken auf die Seite, dann geht ihr auf die Map und wenn ihr irgendwelche Orte finden müsst, wird alles für euch vom Team markiert. Das heißt, ihr müsst nicht im Internet suchen, sondern ihr habt alles auf den ersten Blick. Dann haben wir Spezialevents, wie zum Beispiel Deathmatch-Turnier. Ihr könnt eure Punkte, Aktivitätspunkte einlösen, die ihr nicht kauft, sondern nur durch Aktivität verdient, ja, durch Crew-Punkte und so weiter und so fort. Könnt ihr dann einlösen und bei Turnieren mitmachen, wo wir dann irgendwann Sponsoren haben werden oder das selbst sponsoren, weil YouTube GTA 6 wird laufen. Da werden wir hier und da auch ein paar Dollar fließen lassen, 500 € Turnier oder was weiß ich. Also ihr könnt nur was gewinnen und dann könnt ihr euch von diesen Punkten, Aktivitätspunkten quasi, ihr seid ja eh in GTA 6, ja, ihr verdient quasi mit der Seite noch zusätzlich Punkte, die ihr beim Turnier einlösen könnt. Checkt ihr, was ich meine? Also, ihr spielt sowieso, wie ihr immer spielt, bloß ihr habt den Vorteil, die Community zu sein. Wie Coupon-mäßig, genau. Crews. Also, Crews werden in Zukunft auf dieser Seite verlinkt. Wir werden offizielle Team-Crews haben. Das heißt, ihr könnt euch als Crew über die Seite anmelden und wir haben dann Rank-System. Eine Crew, die zum Beispiel auf Platz 1 ist, wird anders Punkte generieren als die Crew auf Platz 2.
Checkt ihr, was ich meine? Also ihr könnt da konkurrieren auf dieser Seite und diese Crews werden halt gepusht. Ja, alle Leute sehen den Namen, auf Platz 1 ist gerade der und die haben die und die Member mit dem und dem Level. Checkt ihr? Und wenn es Social Media geben sollte in GTA 6, dann ist es natürlich ein richtig, richtig geiler Start. Wenn ihr in-game Social Media betreibt, dass euch auch hier Leute folgen. Checkt ihr, was ich meine? Sehr, sehr geil. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, sehr große GTA 6 Creator sind auf jeden Fall an der Sache interessiert, ja. Und seht das Ganze bitte aus dem Aspekt, wir werden jetzt das Ganze nicht so sehen, dass ich jetzt sage, den mag ich persönlich nicht oder den mag ich persönlich nicht, sondern ich sehe das rein als Community. Für mich ist es ein Neustart, diese Seite ist geil und ich habe einfach Bock, durch diese Seite alle Creator mitzunehmen, so gut es geht. Außer wir haben natürlich die kompletten Missgestalten. Da kann man natürlich nichts dran machen. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ne? Also Missgestalten möchten wir natürlich nicht in der Crew haben, also mäßig auf der Seite im Team. Ja, und wenn du Creator bist, kannst du auch profitieren, denn die Top 5 oder Top 10 Creator werden immer aufgelistet sein, ja? Und die werden immer wieder ausgetauscht. Ich bin zum Beispiel Creator und ich habe auch zu der Person, die die Seite erstellt hat, auch gesagt, ey, ich muss nicht immer ganz oben sein, wir können gerne mal tauschen. Checkt ihr, was ich meine? Die Creator können auch ihre Coins ausgeben als Creator-Basis. Wir müssen das gucken, wie wir das System machen. Dann sind die mal ganz oben und der, wo ganz oben ist, wird etwas größer angezeigt. Checkt ihr, was ich meine? Challenges, wie gesagt, es wird Challenges geben, wie zum Beispiel offiziell von Rockstar Games, die sagen, ey, finde 10 UFOs, jetzt übertrieben, ne? Wir müssen ein bisschen auf GTA 5 gucken. Wir müssen GTA 5 jetzt gucken, weil wir können ja nicht zu sehr jetzt von GTA 6 träumen. Sagen wir mal, ihr müsst jetzt 10 UFOs finden. Diese ganzen Challenges werden auf Seiten aufgelistet sein. Wochenevent, ihr klickt drauf. Diese Aufgabe, du kannst klicken und alles ist aufgelistet. Du musst nicht irgendwelche Foren durchsuchen, du musst nicht auf Reddit, sondern es ist hier alles vernetzt. Es wird sogar ein internes Reddit bei uns geben, wo man liken und disliken kann und die Beiträge rutschen hoch und runter. Du kannst sortieren, wer ist der geilste Beitrag des Tages, geilster Beitrag der Woche. Also wie bei Reddit werden wir intern das System haben. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall ein community-bezogenes Ding werden. Checkt ihr, was ich meine? Das ist noch nicht alles, ja? Wir werden auch, wie gesagt, Turniere und Veranstaltungen haben. Sagen wir mal, ey, es findet ein Live-Event statt. Es wird Gang Wars geben. Wenn wir sagen, ey, Crew 1 gegen Crew 2, ihr kämpft jetzt um 100 €. Last Man Standing mäßig. Checkt ihr, was ich meine? Dann werden die Crews auf der Map eine private Lobby eröffnen. Eine Crew geht rein, lädt alle Leute rein. Die andere Crew geht rein, lädt alle Leute rein. Und dann treffen die sich und ballern sich tot, bis nur einer überlebt. Checkt ihr? Es ist natürlich jetzt Zukunftsmusik. Wir träumen gerade ein bisschen. Aber so oder so ähnlich werden wir uns anpassen an GTA 6. Das war nur ein Beispiel von vielen. Und wenn GTA 6 größer wird, dann werden die Ideen auch größer. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, aber was ist, wenn GTA 6 richtig krass wird? Ja, dann wird das auch noch richtig krass werden. Checkt ihr, was ich meine? Wir werden da mitgehen, ja? Die Plattform wird es auch als App geben. Also, ey, wenn du irgendwas hast, ne? Ihr müsst keine Angst haben. Also, es kommt ja, ihr habt ja kein Ding angegeben, ja? Dass ihr jetzt eure Kreditkarte angegeben habt. Also bitte, ja? Kann ich mich auch dort als Creator anmelden auf der Seite? Als Creator kannst du dich jederzeit bewerben, genau. Schau mal, du gibst ja nur dein Nickname ein und deine E-Mail. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas von dir wissen, außer die E-Mail-Adresse, ja? Aber die E-Mail-Adresse kann ich auch so von dir irgendwo verwenden. Hier ist nochmal alles aufgelistet, wie ihr euch registriert. Und ich kann und will nicht zu viel verraten. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Pre-Launch. Ja, damit wir sehen über die Tage, über die Wochen, wie viele Leute sich anmelden, wie viele Leute haben Bock. Und wie gesagt, die ersten 100 sind auf jeden Fall beim Gewinnspiel dabei, ja. Du gibst dein Nickname an, wie du heißen möchtest in-game, dann deine E-Mail, Plattform, auf was du zocken willst in der Zukunft und dein Interesse, ja. An was besteht dein Interesse, ja? Willst du Creator und Videos erstellen? Willst du
Challenges beitreten oder willst du bei allem ein bisschen mitmischen, ja? Das könnt ihr auswählen. Wenn ihr alles anwählt, aber zum Beispiel jetzt nicht Creator macht, ist natürlich jetzt auch nicht so schlimm, ja? Können sich auch kleine Creator dort anmelden, habe erst mit Streamen angefangen. Du kannst dich gerne bewerben und wir müssen dann in der Zukunft gucken, wie die Plätze verteilt sind, verstehst du? Also die Plätze als Creator werden auf jeden Fall begrenzt sein. Wir werden wahrscheinlich, wenn jemand inaktiv wird, müssen wir uns mit ihm verabschieden, aber wir wollen jetzt nicht einfach 1000 Creator haben, weil da habe ich auch meine Erfahrung gesammelt. Ich war mal auf einem Server, da haben wir RP gezockt und anfangs war das geil, du konntest nur Lizenz bekommen als Streamer, wenn du wenigstens geiles Mic hattest und eine geile Cam. Irgendwann haben die gesagt, ach komm, jeder kann sich bewerben. Was ist dann passiert? Ja, jede 5 Minuten ist eine Live-Benachrichtigung in Discord losgegangen. So nach dem Motto, jetzt ist jemand live-mäßig, ja. Die Tage werden mehr Infos folgen. Ja, Interesse besteht schon von einigen Creator. Ich habe noch einigen Creator nicht zu viel gesagt, aber so angedeutet und die werden auf jeden Fall mit dabei, ja. Wann ist der Launch? Auf jeden Fall vor GTA 6, ja. Trust